Und dann kam es eben in die Samstagabendsendung. Es gibt halt gewisse Spielregeln und die waren für mich einfach irgendwann nicht mehr ertragbar. Und es war einfach so, weil ich gesagt habe, ich kann da nicht mehr reingehen. Ich gehe kaputt darin. Mein Name ist Christiane und ich habe 2010 etwas erlebt, das mir bis dahin völlig fremd war. Ich nahm unaufhörlich zu, ohne abnehmen zu können. Egal was ich tat, wie viel Sport ich trieb, ich wurde immer dicker. Christiane Bohnkardt hat die Hashimoto-Krankheit, eine chronische Entzündung der Schilddrüse. Bei ihr sind die Symptome so stark, dass sie zeitweise jeden Lebensmut verliert. Ich weiß noch, ich lag einmal auf der Couch bei meinen Eltern und vor mir stand eine Flasche Wasser. Und ich hatte unglaublichen Durst 3 Stunden lang und ich hatte nicht die Kraft zu greifen. Und da hatte ich mir noch gedacht, wahrscheinlich, wenn es jetzt brennen würde, würdest du liegen bleiben. Bei Christiane nimmt die Krankheit mit Mitte 20 so richtig Fahrt auf. Sie nimmt zu und wieder ab, oft viele Kilo innerhalb weniger Tage. 0 Fettenzyme, das steht in den Berichten ihrer Ärzte. Oder starke Ödeme in den Augenlidern und Beinen. Ihre Hormone spielen verrückt. Eines der raren Fotos aus dieser Zeit, Christiane erkennt sich damals selbst kaum wieder. Ich bin verflucht. Ich muss einfach verflucht sein. Ich halte mich penibel an alles, was Ernährungswissenschaftler und Fitnesstrainer empfehlen. Und dennoch nehme ich zu. Das ist medizinisch einfach unmöglich. Was ist das nur? Ja, in meinem schlimmsten Fall, es waren 10 bis 14 Tage, da hatte ich 14 Kilo mit Intensivsport und super guter Low-Carb-Ernährung zugenommen. Wobei ich natürlich sagen muss, mein Körper war vergiftet und man speichert dann sehr, sehr viel Körperwasser auch. Aber nichtsdestotrotz, egal was für eine Masse das ist natürlich fürchterlich belastend für einen und man sieht schlimm aus, man fühlt sich noch schlimmer. In einem Buch hat sie aufgeschrieben, wie sie Hashimoto langsam aber sicher in den Griff bekommen hat. Es handelt von körperlichen und emotionalen Tiefpunkten, von ihrer Ärzte-Odyssee und von ihrer Suche nach dem richtigen Hormoncocktail. Ich wollte das Leben von davor wieder zurückhaben, weil davor ging es mir sehr, sehr gut. Und deswegen war ich so besessen und habe einfach nachts jedes Hormon für mich erforscht, auf Englisch Bücher bestellt aus den USA, weil die Ärzte da weiter waren. Und Nacht für Nacht praktisch wirklich Medizin auf eigene Faust studiert. Auch für ihre größte Leidenschaft hat die Autoimmunerkrankung Folgen. Denn Christiane Bohnkardt backt schon immer für ihr Leben gern. Doch Zucker, Mehl und Kohlenhydrate verträgt sie nicht mehr. Zusätzlich zu den Hormonen stellt sie nun auch ihre Ernährung um. Für mich ist die perfekte Ernährung ketogen und ich habe gemerkt, bei den meisten anderen Erkrankten auch. Es erfordert natürlich Disziplin, das ist nicht immer einfach, weil Pasta fällt weg, Kartoffeln fallen weg. Man isst gute Fette, man isst Eiweiß und man isst leider keine Kohlenhydrate, was natürlich super schwierig ist manchmal. Aber man gewöhnt sich dran und der Benefit ist für mich viel größer als ein Teller Nudeln mit Schwellungen im Gesicht am nächsten Tag oder massiver Müdigkeit. In der Küche ihrer Eltern fängt sie an, Kuchenteige zu erfinden, die sie verträgt. Aus der Erkrankung heraus wächst langsam der Wunsch, einen eigenen Backshop zu gründen. Mit ketogenen Produkten für Menschen wie sie, die keine Kohlenhydrate essen können. Also es passt eigentlich ganz gut zusammen, meine Backkünste und genau die Leidensgeschichte, weil das eine kam ja mit dem anderen. Ich habe schnell gelernt, ich verstoffwechsel Kohlenhydrate nicht. Fiese Sache, ich liebe Kuchen. Und es ist einfach auch eine Lebensqualität. Man kann nicht bei einem Geburtstag oder Familienfest immer ohne Kuchen da sitzen und nur an seinem Kaffee nippen. Ich will auch einen pinken Cupcake oder eine Schwarzwälder Kirschtorte. Und so habe ich dann Rezepte entwickelt vor ein paar Jahren. Zuckerfrei, mehlfrei, aber die sollten eben Freude machen und nicht traurige Diätprodukte sein. Etwas mehr Eier, um den Teig zusammenzuhalten. Kokosmehl oder Mandelmehl statt Weizen. Erythrit und Stevia statt Zucker. Ihre Backwaren verkauft sie unter anderem in einem Shop im südhessischen Bürstadt. 2015 erhält Christiane Bohnkardt für ihre Backwaren den Mannheimer Existenzgründerpreis. Also ich kann sagen, dass ich mit mir im Reinen bin. Ich bin jetzt 43 Jahre alt, ich habe die Erkrankung und klar, wie bei jedem Menschen würde ich gerne ein paar Sachen ändern oder anders haben. Ich habe gute und schlechte Tage, aber im Großen und Ganzen bin ich mit mir im Reinen. Dass Christiane auch heute noch manchmal mit einem zugeschwollenen Gesicht aufwacht, hat sie gelernt zu akzeptieren. Hashimoto ist nicht heilbar. Ihr Buch soll anderen Erkrankten Rat und Mut geben.
Es gibt ganz einfache Blutbilder, die man machen lassen kann. Notfalls muss man halt sagen, ich zahle selbst, aber es kostet nicht die Welt. Und man darf nicht locker lassen. Wenn es einem schlecht geht, bitte, bitte drauf bestehen. Natürlich aber auch mitmachen. Man muss mit der Ernährung mitmachen, man muss mit Sport mitmachen. Man kann auch nicht den armen Ärzten die ganze Verantwortung für seinen Körper übergeben. Aber das wäre mein Ratschlag, nicht locker lassen. Schiebt die Enttäuschung und den Frust von gestern beiseite. Schiebt die Sorgen, was morgen sein mag, ganz weit weg. Ihr seid jetzt, ihr seid heute und ab jetzt wird es besser. Ich will nicht auf einmal Pop machen und cool sein, sondern ich will machen, was ich will. Ich will Musik machen, die ich spüre und fühle. Es war wirklich ein Befreiungsschlag, weil man auf einmal gemerkt hat, hey, man kann halt doch auch echt sein.